Leo, was hast du zu picken? Nicht Strava, aber auch ein Klassiker, der gerade nicht wirklich sein Einjähriges feiert, aber Castro hat sein einjähriges Übernahme, einjährige Wiederbelebung, Wiederauferstehung, wie auch immer man es nennen will. Das war ja eine relativ skurrile Geschichte, die sich da rund um Castro gebildet hat mit diesem ganzen, mit dem Abgesang. Also der war ja tot. Das war praktisch, war die App eigentlich wirklich tot und auch kaputt in vielerlei Hinsicht, weil halt Castro und ich glaube bis heute unverändert, allerdings muss man sagen, ja daran geknüpft ist, dass ein Webdienst funktionsfähig ist, des Anbieters, der dir halt, ja, Zeug halt reinliefert, nämlich deine neuen Folgen und halt schaut, was halt neu da ist, aber der halt essentiell ist. Also du hast nicht zumindest wüsste ich nicht, ob sie das inzwischen implementiert haben. Also du hast keine Möglichkeit, das zu umgehen und dich davon unabhängig zu machen, so als praktisch Notlösung, dass du halt einfach es war ja damals sogar das Problem, dass dadurch, dass der Server weggebrochen ist oder sich keiner mehr drum gekümmert hat, dass du ja nicht mal mehr diese OPML-Datei dir exportieren konntest, in der halt deine Abos drin gespeichert sind, um die halt irgendwo anders dann reinzuklatschen. Es ist ja bei Podcasts eigentlich alles sehr schön, dass du so unabhängig bist von einem einzelnen App und von einer einzelnen Sache und so flexibel bist, hin und her zu wechseln. Aber natürlich, ja, also sehen wir das natürlich durchaus trotzdem Webdienste oder Webkonstruktionen oder irgendein Server im Backend da dranhängen kann, der natürlich entscheidend ist. Und daran hat sich bei Castro nichts geändert. Also das heißt, dieser Punkt bleibt eine Problematik, denke ich, derer man sich bewusst sein sollte auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, ob da Pläne bestehen, muss ich sagen, dass das geändert wird in Zukunft. Auf jeden Fall hat der neue Besitzer sich gekümmert um Castro. Das muss man, glaube ich, sagen. Jetzt zumindest mal im ersten Jahr kann man das, glaube ich, festhalten, dass die Sachen, die wie soll man sagen, versprochen wurden oder in Aussicht gestellt wurden, die wurden eigentlich gehalten. Also es hat sich funktional jetzt nicht irgendwie super viel radikal getan, aber das ganze Konstrukt als App und der Dienst drumherum laufen halt wieder. Und es gab also zumindest gefühlt keine größeren Ausfälle mehr oder halt kein wildes Wackeln. Castro ist übrigens auch noch so eine App, die ich auf Android vermissen würde. Wo wir gerade noch eine App. Das ist nicht gerechtfertigt, weil die ist wirklich. Es gibt halt mehr als genug, es gibt natürlich mehr als genug Alternativen und die gibt es natürlich auch, ja, gute Alternativen und die gibt es auch auf Android, aber es gibt natürlich nicht Castro. Ja, das ist auch gut so. Das ist auch wirklich gut so, weil die sollte es einfach nicht geben. Die App, die macht keinen Sinn und die macht nichts besser im Vergleich zu richtig guten Podcast-Playern, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Nein, das ist absolut unsubjektiv und die macht natürlich alles besser als alle anderen Podcast-Player, weil ja, nee, also die ist opinionated, sagen wir, glaube ich. Die hat eine Meinung und die ist zwar falsch. Ja, sehe ich auch so, aber ich finde es trotzdem super, dass sie existiert. Ja, absolut. Mehr Podcast-Player, mehr besser, aber ja, genau. Ja, dann ich bin nach wie vor für mich, ich habe es versucht zwischenzeitlich natürlich, auch notgedrungen, weil halt Castro mehr oder weniger ja vorm Aus war oder im Aus schon drin war, wirklich mit beiden Füßen. Versucht auch mit anderen Podcast-Clients klarzukommen und ich komme natürlich mit anderen Podcast-Clients durchaus zurecht, aber nicht mit derselben, wie soll ich sagen, ja, Freude halt daran, wie ich halt meine Podcasts handhabe, was ich mir runterlade und natürlich auch, ich meine, das haben inzwischen jetzt ja auch ein paar andere mit übernommen, dass du halt auch zum Beispiel halt Kapitel abwählen kannst oder zwischen Kapiteln irgendwie sinnvoll hin und her. Oder das Kapitel abwählen, das gibt sogar teilweise noch, das war noch relativ selten, aber ich glaube, da gab es jetzt auch ein paar Alternativen, die das zum Beispiel dir ermöglichen. Und wir haben ja gesehen bei am Ende von Castro Classic quasi, wie das alles auseinandergebrochen ist und dann hat sich niemand mehr um den Server gekümmert und der irgendwie hat sich so festgefressen und zum Beispiel kleine Feeds, sprich private Feeds, sowas wie ein Bus Plus, was für einen einzelnen User quasi nur ausgegeben wird mit einer spezifischen Username-Passwort-Kombination oder mit so einem privaten Token von einem Podcast-Feed, wo nur ein User drauf ist. Da haben die großen Feeds den kleinen Feeds die Priority weggenommen und dann hat er die kleinen Feeds gar nicht mehr geupdatet.
Ja. Und solche Sachen im Backend hat er halt angegangen. Er hat irgendwie eine neue Version von Ruby on Rails installiert, weil das offensichtlich da drauf läuft und irgendwie einen neuen Datenbankserver hingestellt und seitdem läuft es halt auch schneller und Podcast-Folgen sind in der Regel auch schneller wieder da. Ich habe schon auch alle Podcast-Apps irgendwie installiert und damit das mal da reinläuft, dass ich sehe, ob die Folgen von uns auch ankommen und es läuft jetzt wieder im Gegensatz zu vorher. Und zwar auch, also gefühlt jetzt ähnlich, also ich meine, Overcast pusht ja sehr aggressiv, zumindest mir jetzt die Benachrichtigungen über neue Folgen ist da eigentlich immer die erste App, die mir pusht, dass irgendwo irgendwas neu halt da ist. Ja, nur Overcast ist halt leider auch fucking broken. Das funktioniert nicht mehr gut. Also da ist gerade das Download-Management ist einfach jenseits von Gut und Böse und Folgen, wo ich gerade den Balken habe durchlaufen sehen, kann ich nicht abspielen. Ja, und hängen fest und sowas. Und Storage Management in Overcast ist leider sehr, sehr kaputt. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile so, dass das nicht mehr, also gerade Dateihandling vom Overcast ist irgendwie nicht in Ordnung. Ja, das habe ich zum Beispiel in Castro noch ziemlich selten gehabt, dass also außer es liegt wirklich ein Problem mit der Datei auf dem Server des Anbieters praktisch vor, aber dass in Castro irgendeine Folge ich nicht abspielen konnte, nachdem die runtergeladen habe, da habe ich jetzt, also über sowas bin ich schon länger nicht mehr gestolpert. Ich habe immer noch ein Problem, dass Castro doch hin und wieder letztlich, gerade wenn du zwischen Podcast-Episoden wechselst, also einen Podcast, eine Episode zu Ende gehört hast oder zum Beispiel auch mittendrin vielleicht zu einer anderen Episode wechselst, dass es dann wie so eine kleine Verzögerung gibt, in der die App praktisch nicht wirklich lahmgelegt ist, aber die teilweise du auch die Bedienoberfläche nicht mehr richtig bedienen kannst. Also ich habe da so kleine Ruckler oder so Mini-Aussetzer drin und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt eine riesige, althergebrachte, weil ich meine, ich benutze halt Castro seit was weiß ich wie vielen Jahren und ich meine, da sind jetzt so und so viele Podcasts durchgepumpt und auch meine zu hören Liste ist halt ellenlang und ich habe halt da einfach super viel Krempel drin. Ich müsste die wahrscheinlich einfach mal frisch installieren und halt nochmal von Null anfangen, dann würde ich vermuten, dass diese Hakelei, ich glaube, dass die bei mir ein spezifisches Problem ist. Ich habe jetzt zumindest nicht gelesen, dass andere Leute da auch reingerannt wären, aber weiß nicht, ob das ein breiteres Problem ist, aber ich habe es also nicht geschafft. Ich bin nach wie vor nicht geschafft, von Castro wegzukommen. Bin nach wie vor sehr froh, dass diese App halt irgendwie diese Chance eingeräumt wurde. Ich habe jetzt auch meine erste Abo-Verlängerung kam und die wurde immer noch mal zu dem absoluten Dumpingpreis verlängert. Und ich glaube, jetzt im Herbst komme ich dann auch in die neue Preisstufe und jetzt veranschlagt, glaube ich, 25 € pro Jahr oder so plus minus. Und da kann man sich natürlich überlegen, ob das halt was ist, was man gut und richtig findet als Abo-Preis. Es ist ja kein sehr überschaubarer Preis, für eine App, wenn du die andauernd benutzt. Chat sagt auch, die Aussätze hat er auch. Also, okay, dann ist das offensichtlich doch noch ein tieferes Problem, was nicht nur an meiner Bibliothek und Zahl an Abonnements und Episoden und so weiter geschuldet ist, ja. Obwohl man natürlich vermuten kann, dass es auch im Chat hier Leute sind, die auch sehr intensiv Podcasts hören und damit auch in die vielleicht weniger oft auftretenden Probleme rennen, wenn du halt wirklich viele Podcasts hörst und sehr lange vielleicht auch die App schon benutzt. Naja, also das ist bleibt halt ein Manko. Ich hatte gehofft, dass das mal ganz verschwindet. Ich hatte auch zwischendurch das Gefühl, es wird mal besser, aber ich habe es immer wieder und das geht sogar teilweise so weit, dass es dann sein kann, dass die App kurz mal crasht und das heißt, du startest einen Podcast, hörst kurz 2 Sätze und dann crasht die App und das sind also Sachen, die noch nicht ganz ausgeräumt sind, trotz der Neuausrichtung des neuen Entwicklerteams, wie viele da jetzt auch immer gerade dran arbeiten mögen. Das ist ja offensichtlich auch ein sehr kleines Team. Aber ja, ich bleibe trotzdem froh, dass es trotz Bastis Einsprüchen Castro nach wie vor gibt und das einfach allen anderen Podcast-App bei weitem überlegene und einzig sinnvolle System, um hereinströmenden
Audioinhalte zu managen, dass das weiterhin so existiert als App. Und ich glaube, er ist jetzt auch einer von den ersten, die nach Apple den Support für Transkripte reingebracht hat. Ja, das ist jetzt neu gerade reingekommen. Ja. Das ist jetzt neu reingekommen und das wird sich wahrscheinlich auch jetzt so ein bisschen langsam ausbreiten, dass du dann halt auch über die zum einen das Transkript sehen kannst, zum anderen mitlesen kannst und auch dem Ding dann früher oder später irgendwie suchen können werden sollen müsstest. Und da ist, glaube ich, noch viel auch für was in der UI geht und wie du da drauf zugreifen kannst, noch viel Luft drin, weil das, so wie es Apple das macht, ist zwar ganz hübsch, aber auch nicht besonders gut zu benutzen. Yeah. Und je nachdem, wie du deine Podcast-Farben, wie die erkannt werden, bei uns ist es halt hellgrün auf dunkelgrün oder so. Ja. Und das ist halt einfach auch nicht besonders gut lesbar und wenn dann versteckt er deine UI für Transport, wenn das automatisch scrollt, dann musst du wegscrollen, damit du deinen Play-Button wieder siehst und so ein Kram. Oder wie das auch mit Kapitelmarken zusammenspielt. Apple macht das so als quasi Headings, die in das Transkript reingesteckt werden, aber Castro weiß ich noch nicht, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber nee, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich finde die Transkripte super praktisch, wenn ich halt was nachschauen muss, aber unterm Strich benutze ich es doch sehr wenig, merke ich. Also es ist natürlich inzwischen ja faszinierend zu sehen, dass Leute natürlich auch Podcasts als Medium sehr unterschiedlich benutzen. Also ich meine, gerade wenn du jetzt also so wie du praktisch Belletristik liest und Fachbücher, so gibt es, glaube ich, auch jetzt eine Reihe von Leuten, die halt Podcasts einfach so super spezifisch halt hören, also wo du halt Fachinhalte praktisch im Podcast hörst und dann natürlich auch mit denen in Anführungszeichen arbeiten willst. Und da sind natürlich Transkripte oder auch irgendwelche KI-Funktionen und also rund ums Transkript gebaute Funktionen natürlich super interessant, wo du dir halt Zeug dann da viel leichter aus einem langen Gespräch halt rausholen kannst, wenn du mit dem halt irgendwas dann auch noch weitermachen möchtest. Also das finde ich relativ faszinierend, was sich da alles entwickelt. Durchaus. Also es ist doch, da ist schon noch viel Bewegung drin in dem Podcast. Also da ist zumindest viel Potenzial, um irgendwie interessante Funktionen zu bauen, glaube ich. Solange halt nicht irgendwie YouTube und Spotify irgendwie alles abgreifen, was halt dann da irgendwie an Podcasts da ist und möglich ist. Ja. Wenn ihr mal auf der Suche seid, probiert es mal aus, ob der Castro für euch was ist und ob ihr mit diesem Management irgendwie klarkommt und und ansonsten funktioniert schon okay. Ja. Gut. Und auch der Blogpost ist ganz gut mal durchzulesen, was die ursprünglichen Zwischenbesitzer von Castro eben da hinterlassen haben. Was für ein Zustand von dem Server und von der Datenbank. Das war echt traurig. Das war einfach so unschön, dieses Ende von Castro. Das war einfach so hässlich gewesen, dass das allein deshalb wirklich eine schöne Geschichte ist, dass sich da jemand dahinter gesetzt hat, der offensichtlich zumindest das Interesse hatte, irgendwas jetzt mit der App zu machen. Das kann man ja dem Neubesitzer nun wirklich nicht absprechen. Gut.